Ende also die Stimme für die AfD eine verschenkte? Nein, überhaupt nicht. Wir haben das stärkste Ergebnis historisch eingefahren. Wir konnten uns verdoppeln nach 3 Jahren. Wir sind erst 12 Jahre alt, darum ist das ein riesiger Erfolg für uns. Wir sind als Volkspartei angekommen und wir werden unsere strategische Position weiter ausbauen. Das ist mein persönliches Ziel immer gewesen. Und ich hatte es auch schon vordergängig gesagt, unsere Hand ist ausgestreckt. Wir werden vernünftigen Anträgen der Union zustimmen, wenn es denn erforderlich ist, wenn es in die richtige Richtung geht. Denn das Votum ist eindeutig. Die deutschen Bürger wollen einen politischen Wechsel haben und sie wollen eine Koalition zwischen Blau-Schwarz. Das ist hier ausgeschlossen worden, das muss man erstmal so hinnehmen, aber das ist schon für die Union ein Pyrrhussieg. Es ist auch nicht ein sonderlich gutes Ergebnis, das Vertrauen ausstrahlt. Und die CDU muss einfach ihren Wählern, CDU, CSU, muss ihren Wählern auch erklären, wie sie mit den Linken, also mit Rot-Grün, überhaupt ihre Versprechen umsetzen will. Das wird sie nicht tun können. Moment bei Ihrer Partei, ja. Wenn Sie die Hand reichen, was für Zugeständnisse sind Sie denn bereit zu machen? Ich glaube, wir müssen gar nicht große Zugeständnisse machen. Ich sage Ihnen auch, warum. Die CDU hat fast vollständig unser Programm abgeschrieben, unsere gesamten Positionen übernommen. Das kann man so machen, aber sie wird sie nicht umsetzen können mit linken Parteien. Und dementsprechend ist unsere Hand ausgestreckt. Wir können miteinander reden. Das möchte Herr Merz nicht. Vielleicht wollen das andere aus der CDU perspektivisch machen. Aber ich kann Ihnen eins prophezeien. Wenn das hier mit den Roten und mit den Grünen zusammengeht, wird das eine instabile Regierung werden, die keine 4 Jahre hält. Es wird ein interimistischer Kanzler Friedrich Merz werden. Und wir werden in den nächsten Jahren werden wir die Union überholen. Herr Merz, haben die Wähler schwarz-blau gewählt? Ich kann das überhaupt nicht erkennen, im Gegenteil. Meine Partei hat das klar gesagt. Und die Wählerinnen und Wähler der Union und der AfD wussten vor der Wahl, dass es hier zu keiner Zusammenarbeit kommt. Und Frau Weidel, wir haben eben ganz grundlegende unterschiedliche Auffassungen, zum Beispiel in der Außenpolitik, in der Sicherheitspolitik, in vielen anderen Bereichen, was das Thema Europa, NATO, Euro betrifft. Da können Sie uns die Hand ausstrecken, wie Sie wollen. Wir machen keine falsche Politik für dieses Land. Ich stelle das Erbe der CDU von 75 Jahren Bundesrepublik Deutschland doch nicht in Frage, nur weil es da plötzlich eine sogenannte Alternative für Deutschland gibt. Sie wollen das Gegenteil von dem, was wir wollen. Und deswegen wird es eine Zusammenarbeit nicht geben. Jetzt müssen wir den fragen, der zwischen Ihnen beiden sitzt und der auch noch ein Wörtchen mitzureden hat. Herr Söder, für Sie auch ein Ausschlusskriterium oder wenn Frau Weidel mit einem Angebot kommt, hören Sie sich zumindest an, was sie sagt? Nein, also zunächst mal ist es ja ganz klar, wir haben die Wahl heute gewonnen und man spürt aber trotzdem, selbst bei guten Ergebnissen, ich glaube, wir haben in Bayern von der CSU auch deutlich überproportional zugelegt und glaube, eines der stärksten Ergebnisse in Deutschland erzielt, aber man spürt die Verunsicherung der Deutschen. Man spürt es und viele, die noch überlegen, sind auch unsicher, tun sie es jetzt, ändern sie wirklich die Richtung der Politik oder nicht? Und deswegen wird es auch den einen oder anderen noch geben, der bei der AfD hängen geblieben ist, weil er sagt, er will da weiter Druck machen. Aber jetzt mal wirklich ganz vernünftig, will die Mehrzahl der Deutschen wirklich raus aus dem Euro? Will die Mehrzahl der Deutschen raus aus der Europäischen Union? Wollen sie wirklich, wie Herr Höcke immer sagt, eine eurasische Interessensgemeinschaft? Das ist dieser völlig absurde Dinge. Das würde unser Land zu einem Vasallenstaat von Moskau machen. Das will sicherlich keiner. Das werden wir auch nicht tun. Aber wir werden alles daran setzen, einen Richtungswechsel zu organisieren in Deutschland. Und ich will eins noch sagen, ich hatte ja persönlich ein Versprechen abgegeben. Das Versprechen war, dass CDU und CSU geschlossen agieren werden. Und das haben wir getan. Und deswegen freuen wir uns auch, dass Friedrich Merz jetzt die Chance hat, deutscher Bundeskanzler. Sie haben noch ein anderes Versprechen abgegeben, nämlich nicht mit den Grünen zusammen. Das Versprechen ist aber möglicherweise nicht einlösbar, wenn die Mehrheitsverhältnisse etwas anderes sagen. Also bei den Umfragen in der ARD, da können wir das dann einlösen. Ja. Das ZDF ist so ein bisschen wackelig noch. Warten wir mal ab, was dann am Ende dabei rauskommt. Das werden wir sehen. ZDF ist nie wackelig, Herr Söder, nur mal zur Klarstellung. Okay, nein, das ZDF ist... Es geht ja um Umfragen von renommierten Instituten. Ja klar, das ZDF ist, wie es ist. Und, nein, jetzt wieder ganz im Ernst, die Sache ist ja wirklich in der Tat ernst. Wir glauben einfach nicht, dass mit den Grünen Richtungswechsel zu organisieren ist. Wir glauben nicht, dass bei den wichtigen Fragen wie Migration, wie Wirtschaftspolitik es besser gehen kann. Ganz im Gegenteil, es war ja auch ein Wahlkampf, der relativ irrlichternd war, wo wir gar nicht gewusst haben, was wollen die Grünen jetzt. Frau Baerbock hat ja auch das letzte Mal ein besseres Ergebnis erzielt. Also ich würde mal sagen, wenn es irgendwie geht, bleiben wir ganz klar dabei. Ich will den Kanzlerkandidaten natürlich nicht jetzt hier
was vorgeben. Das ist nicht meine Aufgabe, aber aus Sicht der CSU ganz eindeutig, eine Regierung ohne die Grünen ist eine bessere Regierung. Aber wenn es irgendwie geht, klingt nach Hintertürchen. Nein, es klingt danach, dass wir heute Abend abwarten und hoffen, dass am Ende wieder, wie Friedrich Merz sagte, zum ordentlichen Ergebnis kommt. Genau, aber das können wir gleich auch nochmal vertiefen. Will zunächst bei Robert Habeck nachfragen. Als einziger der Ampelparteien zumindest nicht gravierend abgestraft worden. Ein paar Verluste gibt es dennoch. Sind Sie erleichtert, dass es nicht schlimmer gekommen ist oder dann doch enttäuscht, dass Sie das, was Sie sich vorgenommen hatten, wirklich nicht erreicht haben? Da müssen wir einmal noch Friedrich Merz zu gratulieren hier auch in dieser Runde. Das haben wir eben nur auf dem Flur getan. Der Regierungsauftrag liegt klar bei der Union. Glückwunsch. Und das muss aber auch jetzt mit der Verantwortung erfolgen, die notwendig ist, denn an Deutschland und an Europa wird ja gezerrt in allen Richtungen und auch vorbei sitzt ja hier von innen. Also das Land muss jetzt zusammenfinden und es muss schnell große Entscheidungen treffen und möglicherweise, so sieht es ja im Moment aus, gibt es keine Zweidrittelmehrheit mehr aus der demokratischen Mitte des Parlaments heraus. Mal sehen, wie die Linke sich dazu aufstellen wird für mehr Sicherheit, möglicherweise für mehr wirtschaftliche Impulse. Also das ist eine Wahl, an der wir zu knapsen haben werden in Deutschland. Und die Normalisierung der AfD im Wahlkampf ist auch fortgeschritten. Also da ist viel aufzuarbeiten. Das gesagt, ist es so, wie Sie sagen, es ist, ich würde sagen, ein achtbares oder okayes Ergebnis, mehr nicht. Wir sind nicht so stark abgestraft worden. Aber klar, ich wollte mehr oder wir wollten mehr und das haben wir nicht erreicht. Aus Gründen, aber das Ergebnis ist durchwachsen, würde ich sagen. Aber regieren würden Sie schon wollen, auch mit dem, was Herr Söder gerade gesagt hat? Wir haben das Ergebnis nicht verbessern können, so jedenfalls meine Interpretation, weil wir nach der Abstimmung im Deutschen Bundestag mit der AfD, Union, FDP, AfD gesagt haben, eins können wir nicht tun, wie die Linke es tun kann, sagen, dann gehen wir in die Opposition. Nie mit der Union, nie mit Friedrich Merz. Und dafür haben wir bei jungen, progressiven Leuten, denke ich, erkennbar einen Preis gezahlt. Den mussten wir zahlen. Ja, dieser Weg ist mir verbaut. Ich will, dass wir die Veränderung in Verantwortung umsetzen und stehen. Und deswegen natürlich, wenn Friedrich Merz den Kontakt sucht und sagt, wir müssen jetzt über Kenia verhandeln, das ist ja jetzt nicht mehr bei uns, sondern nach Lage der Dinge. Heute Abend jetzt 20 Uhr plus X gibt es entweder den Einzug des BSW oder der FDP, das muss man noch abwarten, im Moment, Christian, sieht es nicht so aus. Und dann gibt es entweder nur noch die Option einer sogenannten Kenia-Koalition oder der BSW kommt nicht rein, dann gibt es ein Zweierbündnis von Schwarz-Rot und da muss man sich ja keine Gedanken machen. So wird es dann sich entwickeln. Aber dann, wenn Ersteres passieren soll, also Kenia, natürlich, dafür haben wir den Preis bezahlt, wir sind gesprächsbereit. Und vielleicht müssen wir einmal nochmal sagen, was Kenia genau ist, also Union, SPD und Grüne. Das ist die Flaggenfarbe von Kenia, deshalb wird es so genannt.